good morning, and another good morning. Guten Morgen und noch einen guten Morgen. Verse 18. Vers 18. For there are many who live by different standards. Denn es gibt viele, die nach anderen Maßstäben leben. I guarantee you that this broke Paul's heart. Ich garantiere dir, das hat das Herz von Paulus gebrochen. Paul, who did everything to model life, he lived sacrificially. Paulus tat alles, um ihnen ein Vorbild zu sein. Er lebte aufopferungsvoll. He loved the church. Er liebte die Gemeinde. He told them, hey guys, please model us. Er sagte anderen, sie nachzuahmen. And now he has to say, there are many who live differently. Und nun muss er schreiben, es gibt viele, die anders leben. And look what he says next. Schau, was er dann sagt. As I have warned you many times. Wie ich euch schon oft gewarnt habe. And now he says, I weep writing these words. Und nun sagt er, ich weine, während ich diese Worte schreibe. Why did Paul weep? Warum hat Paulus geweint? Because Paul has been so gotten hold of by Jesus Christ himself. Weil Paulus so von Jesus selbst ergriffen war, That he decided to let go of everything else to pursue more intimacy with Jesus. dass er sich entschieden hatte, alles andere loszulassen, um der Intimität mit Jesus noch mehr nachzujagen. He lived it, he modeled it, he taught it. Er lebte es, lehrte es und war darin Vorbild. And now he sees that all of his hard work is for nothing with many people. Und jetzt sieht er, dass all seine harte Arbeit bei vielen umsonst war. Look, he doesn't say for some, but he says for many. Er sagt nicht bei einigen, sondern bei vielen. So if Paul says there are many people who don't live this, that means there have been many people. Wenn Paulus also sagt, dass viele nicht so lebten, heißt das, es waren zahlreiche Leute. You know, and he says they live by different standards. Er sagt, dass sie nach anderen Maßstäben leben. And look what he says. He says they are enemies of the cross and of the anointed. Und dann sagt er, sie sind Feinde des Kreuzes des Gesalbten. You know, I do not believe, and you will see that from the context, Ich persönlich glaube nicht, und das kannst du im Kontext erkennen, I don't believe that this is talking about non-Christians. dass es hierbei um Nichtchristen geht. Because Paul wasn't concerned how non-Christians lived their lives. Denn Paulus machte sich keine Gedanken darüber, wie Nichtchristen ihr Leben führten. Remember to the Corinthians, he also says, hey guys, if you're going to judge the angels, can't you judge among yourself? Erinnerst du dich, dass er den Korinthern sagte, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Könnt ihr da nicht untereinander richten? He says, distance yourself from people who live wrong. Es sagt, distanziert euch von Menschen, die falsch leben. And then he says, I'm not talking about the unbelievers, because what do we have with the unbelievers? Und dann sagt er, ich rede nicht von Ungläubigen, denn was haben wir mit ihnen zu tun? He's saying, I'm talking about those who call themselves brothers. Er sagt, ich rede von denen, die sich als Brüder bezeichnen. So I personally believe that this is not talking about the non-Christians, but about the Christians. Ich persönlich glaube also, dass es hier nicht um Nichtchristen, sondern um Christen geht. So think. Also überleg mal. Paul poured out his life, Paulus gab sein Leben hin, worked hard, arbeitete hart, modeled perfect passion for Jesus. lebte perfekte Leidenschaft für Jesus vor. And then when he thinks of many people who refuse to live like this, he cries. Und wenn er dann an die vielen dachte, die nicht so lebten, weinte er. From everything that we know about the Apostle Paul, from studying the Bible and history, Nach allem, was wir über den Apostel Paulus wissen, durch Studieren seines Lebens und der Geschichte, I personally believe that he is not crying in self-pity. glaube ich nicht, dass er in Selbstmitleid weint. Oh, I've done everything and I don't want to live the way I'm telling them. Ja, ich habe alles getan und sie wollen nicht so leben, wie ich es ihnen gesagt habe. I don't believe that. Das glaube ich nicht. Paul was not a man of self-pity. Paulus war kein Mann des Selbstmitleids. He was a man who selflessly surrendered his life to Jesus and his purposes. Er war ein Mann, der sein Leben selbstlos Jesus und dessen Zweck hingegeben hatte. I cry a lot too, Ich weine auch viel, but I don't cry in self-pity because it makes no sense. aber nicht aus Selbstmitleid, denn das macht keinen Sinn. But let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. If you're a leader Wenn du ein Leiter bist and if you truly care for people und dir Menschen wirklich am Herzen liegen and you know people live exactly opposite to the way they're supposed to live, und du weißt, dass es welche gibt, die genau entgegen dem leben, wie sie leben sollten, this hurts. dann schmerzt das. I got a message from a person from another country Ich erhielt eine Nachricht von jemandem aus einem anderen Land this week. diese Woche. There are a couple of leaders in a great movement. Da ist eine Anzahl an Leitern innerhalb einer Bewegung And this person asked me this question. und die Person stellte mir folgende Frage. Reinhard, what do you do when you know that the way
some brothers and sisters live is going to really destroy them and is bad for them. Reinhard, was machst du, wenn du weißt, dass einige Brüder und Schwestern so leben, dass es wirklich schlecht für sie ist und sie zerstört? They don't want to follow Jesus passionately, but they are Christians. Sie wollen Jesus nicht leidenschaftlich nachfolgen, aber sie sind Christen. This person said to me, how do you pray for them that they change? Diese Person fragte mich, wie betest du für sie, dass sie sich ändern? What do you do for them to change? Was tust du, damit sie das ändern? And I had to say to this person, Ich musste dieser Person sagen, this is one of the greatest pains I carry in my own life. es ist einer der größten Schmerzen in meinem eigenen Leben. Seeing people that I love so deeply and yet seeing them wasting their life and not fulfilling God's purpose. Menschen zu sehen, die ich so sehr liebe und mit anschauen zu müssen, wie sie ihr Leben verschwenden und Gottes Bestimmung nicht erfüllen. It hurts. Das tut weh. You feel like crying. Und man möchte weinen. And Paul cried. Paulus weinte auch. And I said to this friend of mine, Und ich sagte zu meinem Freund, here's what you can do. Folgendes kannst du tun. Nothing. Nichts. You've loved them. Du hast sie geliebt, You've taught them. sie gelehrt, You've modeled it. es vorgelebt. If they choose that that's not how they want to live, you have to open your hand and let them make this decision. Wenn sie sich entscheiden, nicht so leben zu wollen, dann musst du deine Hände öffnen und sie diese Entscheidung treffen lassen. Like Paul said, God will show them. Wie Paulus gesagt hat, dass Gott es ihnen zeigen wird. But you know, it is so dangerous. Weißt du, es ist so gefährlich. If we are very sincere leader who sincerely love people, Wenn wir aufrichtige Leiter sind und Menschen wirklich ernsthaft lieben, but we do not understand that God allows everybody to choose freely what to do with their lives. aber nicht verstehen, dass Gott jedem erlaubt, frei zu entscheiden, was er mit seinem Leben machen möchte. Why is this so dangerous? Warum ist das so gefährlich? Because if we truly love and care for people, Denn wenn wir Menschen wirklich lieben und uns um sie sorgen and people are not willing to follow Jesus the way they're supposed to, und Menschen Jesus nicht so folgen, wie sie es sollten, what's going to happen? was passiert dann? Then we will manipulate and control people to make the choices we want them to make. Wir werden Menschen kontrollieren und manipulieren, damit sie die Entscheidungen treffen, die wir wollen. And you're not even doing it from wrong motives. Und wir tun das nicht mal aus falschen Motiven heraus. And this is the dangerous things. Und das ist das Gefährliche. Look, Paul said they are enemies of the cross and of the anointed one. Schau, Paulus sagt, sie sind Feinde des Kreuzes des Gesalbten. Once understood that God does not manipulate and control people, he gives them freedom to choose against him and against life. Als ich verstand, dass Gott Menschen nicht manipuliert und kontrolliert, sondern ihnen die Freiheit lässt, zu entscheiden und auch sich gegen ihn und das Leben zu entscheiden, Here's what I've decided. habe ich Folgendes beschlossen. I will be a leader who will teach them the truth, Ich werde ein Leiter sein, der ihnen die Wahrheit lehrt, and then I will allow them to do with it whatever they choose to do with it. und dann werde ich ihnen erlauben, damit zu tun, was immer sie wollen. And those many who don't, Und bei den vielen, die nicht wollen, you just cry the tears you need to cry. die Tränen zu weinen, die man eben weinen muss. Paul did do. Paulus tat das auch. But don't give in to the temptation to manipulate them. Aber gib niemals der Versuchung nach, sie zu manipulieren. Cry for them. Weine für sie. Pray Colossians 1 verse 9 to 11 for them. Bete Kolosser 1, Verse 9 bis 11 für sie. But let them make the choices. Aber lass sie ihre Entscheidungen treffen. See you tomorrow. Bis morgen.